Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Mado Nane Japso Chen Dage Janso Jebe Sonaj Rola Benje Sanj Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Mado Nane Japso Chen Dage Janso Jebe Sonaj Rola Benje Sanj Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Japso Chen Dage Janso Jebe Sonaj Rola Benje Sanj Rupara Sho Sanjan Tamje Dewat Deve Jodan Dembra Joje Dongan Donga Je Jodan Tawa Joje Donga Mebe Mendawa Joje Nyeren Chadan Dan Trave Danyon Cham Nepara Joje Pandan Zave Lama Rinpoche Nage Jewuru Beme Denshola Karen Chembe Gone Je Kusun Tuje Nguru Zaldo So So yesterday I explained, it looks like a little bit difficult. Yes, of course it is difficult, but basic how to reveal our natural possibility to like a quality of the bodhisattva. That's where I emphasize. In order to do this, what we use conditions or what facilities have to combine, Not I'm saying, because also there is a problem. Sometimes many people think, oh, we cannot do this, difficult, Of course it's difficult. Not I'm talking about the obligation to do this, Obligation to do this. And I'm saying this kind of conditions, then the possibility to yourself obtaining quality of the bodhisattva during this lifetime, Gestern wurden ja schon bestimmte Dinge erklärt und zwar ging es darum, wie wir diese natürlichen Qualitäten eines Bodhisattvas oder die natürlichen Kapazitäten entwickeln können. Und das scheint erst einmal schwierig zu sein, aber Rinpoche legt dafür den Wert darauf, dass wir verstehen, welche verschiedenen Bedingungen und Umstände wir kombinieren, um dieses Ziel zu erreichen. Das Problem ist, dass viele Leute manchmal denken, das kann ich nicht, das ist zu schwierig. Und er betont, dass es keine Verpflichtung gibt, irgendetwas zu tun. Es geht mehr darum zu verstehen, dass diese Bedingungen die Möglichkeit für ein Selbst darstellen, im eigenen Leben oder während der eigenen Lebenszeit die Bodhisattva-Qualitäten zu erreichen oder zu entfalten. When we practice, we really need to know what you want it to be. I mean, not saying pushing this way, We have to know what you want to be, result. And in order to get this result, what conditions we have to apply, So when you know this, then in order to get there, depends on your own situation. Not necessary to say, I have to go this way, do this way, pushing, Like, for example, individually, you can go much as you can. But then also, in order to get, I need to apply this kind of conditions, then could obtain the result. That's important, because if you don't see the goal of we expecting goal, but in order to reach a goal, what kind of conditions make you able to go there,
Wenn wir praktizieren, ist es wichtig, dass wir verstehen, wofür wir das tun, was wir eigentlich erreichen wollen, welches Resultat wir erreichen wollen. Es geht nicht darum, uns selbst anzutreiben, sondern zu verstehen, welche Bedingungen man anwenden muss, um ein Resultat zu erlangen. Wenn wir dieses Wissen haben, dann hängt es von der eigenen Situation ab, ob man das Resultat erlangt oder nicht. Es geht nicht darum, dass man dann sagt, ich muss diese oder jene Richtung einschlagen. Wir können uns nicht zwingen, sondern wir gehen individuell so weit wir können. Und gleichzeitig wissen wir brauchen bestimmte Bedingungen, um das Resultat zu erlangen. Wenn man das Ziel, was man eigentlich erreichen oder möchte oder was man erwartet, gar nicht kennt, dann weiß man ja auch nicht, welche Bedingungen einen in die Lage versetzen, dorthin zu gelangen. Deswegen ist es eben wichtig, diese Bedingungen und Umstände zu kennen. Le but que l'on souhaite actualiser et ensuite nous avons besoin de savoir, d'être très clair également quant aux conditions qui nous permettent de le réaliser. So now we are Chenrezik course, we're doing Chenrezik practice. So now we see that, some people already know, there, but some came new also, and also not same expectation, because beginning of reason why we did Chenrezik, there is two, asked by the people, there's two things, you remember. One, you want to be rich in Dewa chain, Another, you want to be, how you say, you want to know how to die and rich proper life continue, more or less how to die means, there is in order to reach proper way, there is several different options, but actually we all the topic is following these two goals, Donc nous nous trouvons à présent dans le contexte. Wir sind ja hier beim Chenrezik-Kurs und einige kennen die Themen schon, andere sind neu. Und so haben wir natürlich nicht die gleichen Erwartungen. Deswegen noch meine Erinnerung daran, warum dieser Chenrezik-Kurs überhaupt ins Leben gerufen wurde. Die Leute, die sich dafür eingeschrieben hatten, hatten zwei Ziele. Einmal nach ihrem Tod das reine Land Dewa-Chen zu erlangen oder zu lernen, wie man gut stirbt und nach dem Tod weiter ein gutes Leben erlangen kann. Und dafür gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Und das Thema entspricht immer diesen beiden Zielen, die am Anfang des Kurses gestellt wurden. For this, when you ask this, very easy way if you practice of Chenrezik or instruction by the 15 Karmapa, So the reason why it's a very simple way. Why simple? There's not so much destruction conditions, very smooth way, and also all the conditions are there when Chenrezik practice. So that's the reason we propose we do Chenrezik practice. For this we can do very simple way, simple way. But then yesterday I make a little topic complicated. These are helpful, If you could go this, the lot of when you do practice, lot of question will come. These questions answer is then what necessary. Then you more or less. I think we are continue this curriculum systems we are going. So then you pick up the conditions, Dafür ist es, wie bereits erklärt, am einfachsten, wenn wir Chenrezik mit den Anweisungen und dem Kommentar des 15. Karmapa praktizieren. Warum? Weil es eine einfache Art ist, Chenrezik zu praktizieren und weil da nicht viele Bedingungen aufrechterhalten werden müssen, die uns ablenken könnten. Es ist also ein sanfter Weg. Alle Bedingungen sind in der Chenrezik-Praxis vorhanden. Wir haben also die Möglichkeit, sie auf einfache Weise auszuführen, aber gestern wurde ja ein etwas komplexeres Thema angesprochen und wenn wir das umsetzen können, was gestern erklärt wurde, wird das hilfreich sein.
Dann werden natürlich viele Fragen entstehen, es werden Antworten gegeben, all die, die notwendig sind, und wir werden weitermachen mit dem System dieses Curriculums und dann die Bedingungen uns heraussuchen, die für uns möglich sind. Also diese dann heraussuchen und anwenden. Puisse suivre donc une orientation, suivre l'orientation en fait qu'elle doit prendre. Et donc ici, nous continuons ce cursus dans ce cadre-là, et donc tout ce qui est nécessaire est déjà là. Vous pouvez voir certaines conditions qui sont rassemblées. So now, which way, simple way do? It's a very simple way. I mean, so already we talked, but I will just repeat. Just yourself, kind of presence yourself, you know, individually. You don't need to think in special form, special. Just being yourself. Then visualize or feeling presence of Chenrezik above your space, you know. It's not necessary to be like structure, like buildings, you know, like presence of Chenrezik and the form of Chenrezik. If you could visualize, you can visualize. Then yourself a presence. Then you make like a refuge and bodhicitta. This bodhicitta is very important. In order to develop bodhicitta, refuge is very important. Refuge, bodhicitta, homage to the Chenrezik. Then link with this, then recitation of the mantra, you know. Donc, répétons. Wir wollen nochmal wiederholen, auf welche Weise wir Chenrezik praktizieren, wenn wir diesen einfachen Weg wählen. Wir sind selbst präsent, gewahr, und wir müssen uns dabei nicht vorstellen, dass wir unter irgendeiner besonderen Form erscheinen. Wir sind einfach wir selbst, so wie wir gerade sind, und dann visualisieren wir Chenrezik oder fühlen wir Chenrezik vor uns im Raum, etwas oberhalb. Es ist nicht notwendig, dass wir das wie ein Gebäude mit einer Struktur visualisieren. Also wenn es uns möglich ist zu visualisieren, stellen wir uns Chenrezik vor uns im Raum vor, wir sind selbst gegenwärtig, und dann nehmen wir Zuflucht und entwickeln Bodhicitta. Bodhicitta ist sehr wichtig, und um Bodhicitta zu entwickeln, ist die Zuflucht wichtig. Wir praktizieren also Zuflucht und Bodhicitta und dann einige Lobpreisungen an Chenrezik und rezitieren dann das Mantra. Refuge, bodhicitta, presence yourself, homage to the Chenrezik, and the recitation of mantra. So due to this, your wish, due to this, you receive blessing of the Chenrezik, you know, blessing connected with yourself, with all sentient beings, not only yourself, but this also do link with the refuge. So you receive the blessing of a Chenrezik, then blessing remain with your own nature, you know. Et donc ces différentes phases, le refuge, la bodhicitta. Diese verschiedenen Phasen, Bodhicitta, Zuflucht, Bodhicitta und die Mantra-Rezitation und so weiter führen dazu, dass wir den Segen Chenreziks empfangen, dass wir uns also mit diesem Segen verbinden, und gleichzeitig im Zusammenhang mit der Zuflucht werden alle fühlenden Wesen mit dem Segen verbunden. That's all. Then after dedication, the way of a procedure is very simple, you know, simple practice, and you do this, you know. Dieser Segen verbleibt in unserer Natur. Danach machen wir dann die Widmung, und wir sehen, das ist ein sehr einfacher Ablauf, eine einfache Praxis. Processus de pratique. So this is the main practice. I think there is a possibility of the recitation mantra purify all the link with the negative deeds. The link means like depends by yourself, by interdependent, different conditions, you know, all kind of negative, because negative deeds are due to this cause of going into the suffering, lora, you know. So there's a very important purification of the negative. We don't see problem. If you see, yes, but we don't see. Like when you don't see, then we don't care so much. But actually, it's a very serious conditions, you know. So
so then we learn a little bit function of the mantra, why. Then Om Mani Padme Hum, 6 syllable, and then 6 rams, 6 syllable, and the 6 syllable makes all the six different emotions. Due to the 6 different emotions, what we created, negative conditions, and this we purified, Why? Because kind of link 6 different by the 6 different emotions created negative deed. Cause of this connect with the different condition of the how you say 6 realms, So why it's important? Because the main goal is I want to go to Pure Land. I want to be reborn, proper human life or whatever, proper life. In order to not able to go due to this, due to this negative deeds. If you purify this, then if purify the negative deeds, due to this condition as became positive, so then able to connect with the, like the Wachen or without obstacle, reborn proper way, Das ist also die hauptsächliche Praxis. Dadurch, dass wir das Mantra rezitieren, gibt es die Möglichkeit, dass alle negativen Handlungen gereinigt werden. Handlungen, die wir selbst ausgeführt haben oder die wir durch wechselseitige Abhängigkeit ausgeführt haben oder auch Negativitäten, die einfach durch die Bedingungen entstanden sind. Diese negativen Handlungen sind die Ursache dafür, dass wir Leid in niederen Bereichen erfahren können. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Negativitäten oder diese negativen Handlungen zu reinigen. Wenn man sie sieht, ist man eher motiviert, aber wenn man diese nicht sieht, dann kümmert man sich nicht darum. Und es sind aber dennoch ja sehr ernste Bedingungen. Deswegen ist es wichtig, diese zu reinigen. Dann können wir als nächstes die Funktionsweise des Mantras erlernen, also dass wir die 6 Silben Om Mani Padme Hum rezitieren, dass diese in Zusammenhang stehen mit den 6 grundlegenden Emotionen und dass aufgrund dieser Emotionen wir negative Bedingungen geschaffen haben. Wenn wir diese jetzt reinigen, dann wird die Ursache dafür, dass wir uns mit bestimmten Daseinsbereichen verbinden, auch gereinigt. Denn durch die 6 Emotionen haben wir Ursachen geschaffen, die die Ursache zur Wiedergeburt in 6 Daseinsbereichen sind. Und unser Hauptziel ist ja, dass wir in einem reinen Land wiedergeboren werden wollen oder ein gutes zukünftiges Leben haben. Aber aufgrund dieser Negativitäten, die wir geschaffen haben, sind wir eben nicht in der Lage, unser Ziel zu erreichen. Reinigen wir diese aber, dann haben wir auch die Bedingungen, die positiv werden und so können wir uns mit Devachen verbinden oder die Trübungen reinigen, die eine gute Wiedergeburt verhindern. Il s'agit donc de les purifier afin que notre situation emprunte une direction bénéfique, et c'est-à-dire soit à même de nous relier à une renaissance en Dewachen ou encore à une renaissance sans obstacle pour que l'on puisse continuer de suivre notre chemin. So this is the simple way to do practice, continue. Then there is a lot of question will come. I mean, usual I think you're all doing this more or less. Many people are doing this. So a lot of question. Then we need answer. Because when you do practice, not only remain with the practice, but a lot of questions. Even we say like 6 realms in the mantras and the purification. All this have a lot of, and the cause of the creating negatives and which link with the
to create negatives. These things, a lot of questions will come, because if you want to do something good way, then always there is question. So therefore, a lot of answers are in the deliberation. There is a kind of very detail, and also Kenjuk, there's a detail. So this helps you, why, which way, how these things are comes, because not if you search all kind of information, sometimes you get wrong information, wrong connections. So if you understanding like a right way according with your practice, then slowly, your improvement of your practice. What is improvement? Because you know what kind of cause created, how purified, what is benefit. More or less, So then during the practice, you have all this idea of the conditions, Mit einer solchen einfachen Praxis machen wir also weiter. Wir machen das ja alle mehr oder weniger, oder die meisten von euch praktizieren das so. Da tauchen natürlich viele Fragen auf, die nach Antworten rufen. Denn wenn wir praktizieren, geht es ja nicht nur um die Praxis, sondern es tauchen auch so viele Fragen auf über die 6 Daseinsbereiche, das Mantra, die Reinigung, die Ursache für das Erschaffen von Negativitäten, welche Verbindungen bestehen und so weiter. Es tauchen also viele Fragen auf und wir brauchen diese Fragen sogar, wenn wir in eine gute Richtung gehen wollen. Viele Antworten finden wir im Juwelenschmuck der Befreiung von Gampopa. Dort steht alles sehr im Detail. Auch im Kechuk sind viele Details vorhanden, also im Eintritt in das Verständnis eines Pandita. Und diese Texte helfen uns dabei, warum oder wie die Dinge geschehen. Wenn wir nach Informationen suchen und überall suchen, kann es sein, dass wir manchmal auch falsche Antworten finden, beziehungsweise uns mit unguten oder falschen Dingen verbinden. Also Dinge, die nicht mit unserer Praxis in Zusammenhang stehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir dort nach Antworten suchen. Und so können wir nach und nach unsere Praxis verbessern und haben dann ein Wissen, welche Ursachen zu welchen Bedingungen führen, wie wir bestimmte Dinge reinigen können und welchen Nutzen wir daraus bekommen. Und dann können wir während unserer Praxis auch eine Vorstellung davon haben, welche Bedingungen wir gerade schaffen. En fait, lors de la phase de la pratique méditative, il y a une idée plus précise de ces conditions qui est présente. So now, the beneficial of doing this, there's the beneficial is a present moment and a continuity. There is two. Present moment, if this you have to go very kind of spontaneously and naturally. Don't expect so much, That's where Karmapa gives few important sentences. Just you have to go naturally without kind of try to get some immediately. For example, you know what you are doing. You say, you can see how we are living. Human beings are living. If you don't refer with the teachings, you don't know what is good, what is not good for you. So if you do to the teaching, that's why Gampopa's explanation and also Kenju, they have the combination gives a lot of knowledge. So just to continue. And main important what we expecting is all way of living. Any kind of unfavorable condition created need purified, Reason why? Due to this, life condition is not balanced. Always there is a difficult, always there is problem. Reason why this, So this is has to go, have to know properly. Then we have to know if life conditions proper, means less negative deeds,
means more merit. You know, merit means sonam, actually. Idea is a little bit different than the Western when idea merit, and the Dharma is plain. It's a little bit different, but actually meaning is merit means your capacity come back to your own how you say potential. You know, like everything, there is one quality. So due to the some conditions, this quality go down. So now the conditions are take away, then quality come back. You know, like this. Well, just one example, because merit means it looks like big desire there. You know, not like this. For example, in the earth, it's a nature, like beginning is a nature. There's a lot of potential. Then one somehow idea put a lot of product, makes go quicker, everything goes well like this. But actually, quality of earth is going down and down. You know. So this is like a negative karma makes, now not talking about earth, your own nature. You know. Due to all the conditions, negative karma makes more kind of situation going down. So now, if you take out this negative karmic deeds, your quality is slowly getting better. You know, like when you say nowadays, if you make a how you call it, the earth, like prevented the all the poisons like this, then earth quality slowly come back, you know, not immediately, because come back, then became like a pauper, you know. So similarity, our condition, you know, basic our karmic condition, merit means like this, slowly coming better. So that's the reason we do a lot of purification, recitation of the, you know, accumulation, these things makes your qualities better. But if you listen too much, then sometimes you say, oh, this is your ego, you're grasping, you again destroy your ideas, you know. Don't need to listen this way. You know, I'm saying listen Dharma way. We need ourselves better, you know, so better. Then why? Many reasons. First reason, our condition of life became more smooth, and the state of mind get more clear. And due to the state of mind more clear, this can understanding positive things are easier, means positive. Here we're using meaning of the teachings can perceive better, you know, less confusion. So this mind is better means like always understanding positive way is get clear. Due to this, you can remain with the positive. So this is we call merit actually. Merit and combination when you just during the time life being is good, but also when you do practice, the mind is subtle, is clear, so you're understanding much better. So that means meaning of the Dharma can how you say, can understand it better, you know. Was ist der Nutzen davon? Es geht einmal um einen Nutzen, den wir im jetzigen Moment haben, und dann einen Nutzen, der fortlaufend da ist. Dafür ist es, also es sind zwei verschiedene Arten von Nutzen. Was den jetzigen Moment angeht, ist es wichtig, dass wir spontan und natürlich sind und nicht zu viel erwarten. Karmapa hat dafür im Sommer Beispiele gegeben. Es geht darum, dass wir natürlich voranschreiten und nicht erwarten, dass wir sofort irgendetwas erlangen könnten. Wir wissen also, was wir zu tun haben und oder was wir tun, besser gesagt. Und wir sehen auch, wie wir als Menschen leben.
wenn wir uns jetzt nicht auf die Belehrung beziehen, dann können wir ja gar nicht wissen, was gut ist. Das wissen wir eben dadurch, dass wir Belehrungen hören. Und wenn wir zum Beispiel Gampopa oder auch den Kechuk anhören, dann ist das eine gute Verbindung von Wissen, die wir erlangen können, um eben gut mit unserer Praxis weiterzumachen und eben um zu erkennen, was wir eigentlich tun. Es geht ja um unser Ziel, dass wir also verstehen, dass während wir leben, ungünstige Bedingungen auftauchen können und dass diese unbedingt gereinigt werden müssen. Denn sonst werden wir in unserem Leben nie ein Gleichgewicht finden. Wir werden immer Schwierigkeiten und Probleme haben. Es ist wichtig, dass wir das wirklich genau verstehen. Wenn unsere Lebensbedingungen rechtens sind und wir weniger negative Taten ausführen, dann wird auch unser Verdienst zunehmen. Das Wort Verdienst oder Verdienste ist nicht so einfach zu erklären auf Tibetisch Sönam. Die westliche Art, das Wort Verdienst zu verstehen, ist ein bisschen anders als die Dharma-Art. Bei Verdiensten geht es darum, dass unsere Fähigkeiten wieder zu unserem eigenen Potenzial zurückkommen, dass wir also wieder unser Potenzial finden. Denn wir haben ja alle bestimmte Qualitäten, aber aufgrund bestimmter Bedingungen gehen diese Qualitäten sozusagen den Bach runter. Und diese Bedingungen, wenn wir diese negativen Bedingungen aus unserem Leben entfernen, dadurch, dass wir reinigen, werden die Qualitäten wieder erscheinen. Das ist ein Beispiel dafür, wie es funktioniert. Wenn wir von Verdiensten sprechen, dann klingt das manchmal so, als ob wir da auch wieder sehr viel Begierde haben könnten bezüglich Verdiensten. Aber das ist nicht die richtige Weise, das zu sehen. Schauen wir uns die Erde an. Die Erde hat erstmal ganz viele natürliche Qualitäten und ein großes Potenzial. Und dann hat jemand die Idee, irgendein chemisches Produkt einzuführen, damit die Dinge besser und schneller vor sich gehen. Aber durch dieses Produkt gehen die Qualitäten der Erde hinüber oder hinunter. Und genauso ist es bei uns. Aufgrund des Karma, es geht ja hier um unser Karma und nicht um die Erde, wird unsere eigene Natur getrübt. Und viele Situationen führen dazu, dass unsere Qualitäten abnehmen. Wenn wir aber jetzt unsere karmischen Taten reinigen, werden unsere Qualitäten wieder besser hervorkommen. Es ist genauso wie heutzutage von der Erde gesprochen wird, dass es eben darum geht, diese Gifte nicht mehr anzuwenden, damit die Qualitäten unserer Erde langsam wieder zurückkommen. Das geht natürlich nicht sofort. Und mit der Zeit kann so alles gut werden. Unsere karmischen Bedingungen sind erstmal da, aber durch Verdienst wird unser Zustand besser. Und das ist auch der Grund, warum wir so viel Rezitationen machen oder oder Reinigungspraxis machen, damit eben unsere Qualitäten dadurch zunehmen. Manchmal, wenn wir zu sehr solche Dinge hören, könnte es sein, dass unser Ego uns auch wieder dazwischen kommt, dass wir wieder festhalten und durch unser Ego oder unsere ichhafte Weise mit diesen Dingen umzugehen, zerstören wir dann eigentlich letztlich diese Ideen dann wieder. Auf diese Weise sollten wir nicht den Dharma-Belehrungen zuhören. Es geht einfach darum, dass wir uns selbst verbessern. Dadurch werden unsere Lebensbedingungen sanfter werden, unser eigener Geisteszustand wird klarer und wir werden einfacher ein Verständnis haben über das, was positiv ist. Und positiv heißt eben hier, dass wir auch die Bedeutung der Belehrung besser verstehen und weniger Verwirrung haben. Also durch die Klarheit unseres Geistes haben wir weniger Verwirrung und können dann auch eher verstehen, was positiv ist. Wenn unser Geist klarer ist, dann werden wir auch immer die positiven Dinge und den positiven Weg verstehen. Wir sind klarer und können auch positiv bleiben. Und das ist nichts anderes als Verdienstansammlung. Also unsere Verdienste werden dann wirksam dadurch, dass wir eben positiv sind. Und wenn wir praktizieren, wird unser Geist auf subtile Weise klarer und wir werden ein besseres Verständnis haben und können so auch die Bedeutung des Dharma besser verstehen. Complètement détruire les choses. Il ne faut pas écouter cela. Ce qu'il faut, c'est soi-même, en fait,
se développer ou retrouver en fait notre pleine qualité, afin que nos conditions de vie de manière générale soient beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides, afin que nos états d'esprit soient beaucoup plus clairs également. Et c'est ce qui nous permettra de mieux comprendre les choses, ou de comprendre les choses de façon plus facile. Ici, plus facile, ça signifie que le sens de l'enseignement va être perçu ou connu de manière moins confuse. Et s'il y a davantage de clarté dans l'esprit, alors nous pouvons également demeurer plus naturellement et plus facilement dans ce qui est positif. Et c'est ça le mérite, ce n'est rien d'autre que ça. Donc bien sûr, en faisant cela, il y a un impact, ou il y a un résultat pour cette vie même. Et puis si avec en plus de la pratique méditative, l'esprit gagne encore en clarté et comprend toujours mieux. Et donc le sens du dharma est mieux compris, et nous voyons qu'en fait c'est vers la direction des... notre compréhension vient se colorer également, donc, ou vient être teintée par cette clarté. So now when you do Chenrezik practice, there is a few topics are important. One is we know purification is very important. We have to know accumulation of the merit, I explain now, is very important. And then we have to know receive a blessing is very important. You know, this combination. Then practitioners, we get something there, you know, something purity. So now this condition come together. Of course, need bodhicitta. Otherwise, merit again disturbed, you know, and creating the cause of negatives also can creating. So therefore, preventing this need bodhicitta. In bodhicitta, due to the other condition of other sentient beings, they are kind of interdependent all, you know. But then purification, less negative karma, merit, receive a blessing. Blessing also, when your nature is more pure, blessing is more connected. Due to this natural process, with the wishes, natural process, then can reborn in Dawachen also, but also can reborn, not if you wish, another life conditions are better, you know. Wir praktizieren also jetzt Chenresig, und da sind einige Themen also wichtig. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Reinigung wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Ansammlung von Verdiensten wichtig ist, und dass wir verstehen, dass es gut ist, den Segen zu erhalten. Wenn wir diese Dinge miteinander kombinieren, dann können wir als Praktizierende etwas Reines bekommen. Mit diesen Bedingungen zusammen brauchen wir aber auch noch Bodhicitta, den Erleuchtungsgeist, denn sonst werden die Verdienste wieder gestört oder zerstört, und wir schaffen wieder die Ursachen von Negativen. Um das zu verhindern, brauchen wir also Bodhicitta in unserem Geist, und weil wir eben auch mit den Bedingungen aller Lebewesen verbunden sind. Da entsteht eine wechselseitige Verbindung. Durch Reinigung haben wir also weniger negatives Karma, und durch Verdiensten kommen wir mehr wieder zu unserer reinen Natur zurück und können uns dann auch mit dem Segen verbinden. Das ist ein natürlicher Prozess, und wenn wir dann noch die entsprechenden Wünsche machen, dann können wir im reinen Land Devachen wiedergeboren werden. Oder wenn wir den Wunsch haben, können wir auch in einem anderen Leben wiedergeboren werden, in dem wir bessere Bedingungen haben. Un processus puisse prendre place qui nous conduira à prendre naissance en Dewachen ou sous d'autres conditions de vie qui seront meilleures ou qui nous permettront de pouvoir continuer notre cheminement. So now receive a blessing, what will do, you know, this is also important to know. Receive a blessing makes understanding change. Your nature is changed, you know. I think this is a main, we are expecting this. For example,
if you do to the blessing, you understand a little bit more better condition of the state of the mind, you know, like influenced by the emotions. Perception of the negative things are a little bit less. Not saying less rise, but less kind of remain in mind. And due to this, also understanding karmic conditions, like kind of interdependent conditions, get more understand. You know, understand. Due to this, way of life condition will be a little bit changed. You know, like the way of kind of dealing with your own life. And due to this, kindness, loving, compassions rise, because then you see reason, you see naturally rise, you know, like this. Blessing means just like there's no fantasy actually. Your vision, your state of mind comes more positive, you know, more positive, and then when you do practice, the positive condition gives a result better, you know. À quoi sert de recevoir la bénédiction? Ça aussi. Was geschieht eigentlich, wenn wir den Segen bekommen? Das ist sehr wichtig zu wissen. Unser Verständnis und unsere Natur, unsere eigene Natur verändert sich durch Segen. Das ist der Hauptpunkt dabei. Aufgrund von Segen bekommen wir ein besseres Verständnis über unseren eigenen Geisteszustand. Wir sind ja immer von Emotionen beeinflusst und wir werden, wenn wir Segen bekommen, weniger die Negativitäten verfolgen. Es ist nicht so, dass dieses Negative weniger auftaucht oder die negativen Emotionen weniger entstehen, aber sie verbleiben weniger in unserem Geist. Gleichzeitig verstehen wir karmische Bedingungen und wechselseitige Abhängigkeit besser. Und so können sich unsere Lebensbedingungen grundsätzlich verändern. Unsere Art, mit unserem eigenen Leben umzugehen, wird dadurch auch anders sein. Und zusätzlich entstehen Güte, Liebe und Mitgefühl. Und diese entstehen ganz natürlich, weil wir eben die Ursachen dafür erkennen. Segen ist also nicht etwas Fantastisches oder Wundersames, sondern die eigene Sichtweise, der eigene Geist werden durch Segen positiver. Und wenn wir dann unsere Praxis ausführen, dann werden wir auch eher ein positives Resultat erfahren. Et si sur cette base-là, il y a également une pratique, alors le résultat sera meilleur. So now, like a way of doing the way to doing receive blessing, we talk about this. Like we do Chenrezik practice, and whatever you make, like creating visualization, whatever, receive blessing. There is then remain. What we have to continue, remain blessing with your own nature. You know, we call inseparable, but not saying Chenrezik goes to your body, not like this, your mind. Just what to receive blessing, then you feel remain with yourself. This is another concept. So then it works, you know. Wir haben bereits über die Art und Weise gesprochen, wie wir den Segen empfangen. Das tun wir, indem wir eben Chenrezik praktizieren. Also wir visualisieren, wir empfangen den Segen und dieser Segen verweilt dann in unserem Geist oder verbleibt dort. Er wird untrennbar von unserer eigenen Natur. Das heißt jetzt nicht, dass Chenrezik in unseren eigenen Körper kommt oder ähnliches, sondern wir fühlen einfach, wie der Segen da ist und in uns selbst verweilt. Das ist ein anderes Konzept und das funktioniert auf jeden Fall. C'est pas ça qui se passe. Il s'agit simplement d'entrer en contact avec cette bénédiction et penser qu'elle demeure en nous-mêmes. Et là, c'est encore une autre façon de voir, un autre concept, une autre façon d'envisager les choses. So then keep continue, you know. So now there is a, I think it's also sometime individual created, sometime different in instruction, like in link with the different
kind of tradition, cultures like this. That's the reason, like one Karmapa give advice, I don't remember where, but when we do practice, Vajrayana practice, you have to take care, because otherwise it's turned to the superstition. You remember this? I think he talked about the here, or maybe mirror, I think, more here, okay. Don't let go superstitions. This is very important, because your very high potential quality lose, and then ordinary function, not saying Chenrezik, but yourself doing. Und dann machen wir also einfach mit der Praxis weiter. Und dann verbinden wir uns dabei ja auch manchmal mit bestimmten Anweisungen, die aus verschiedenen Kulturen oder Traditionen stammen. Und dafür hat Karmapa einen Ratschlag gegeben. Rinpoche weiß nicht mehr genau wo, wahrscheinlich war das in Möra, aber es war auf jeden Fall auch hier. Und diese Anweisungen kommen eben aus verschiedenen Kulturen. Und so hat Karmapa uns über die Vajrayana-Praxis Folgendes gesagt, dass wir mit Vajrayana aufpassen müssen, dass es sich sonst in eine Praxis des Aberglaubens verwandelt. Und das sollten wir nicht geschehen lassen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn sonst ist es möglich, dass wir unsere höheren Fähigkeiten verlieren und nur auf eine ganz gewöhnliche Weise funktionieren. Und das hat dann nichts mit der Chenrezik-Praxis zu tun, wenn wir nicht mehr erlangen, sondern einfach nur mit uns selbst und unserer Art zu praktizieren. On n'est plus en contact avec Chenrezik, mais simplement avec nous-mêmes. So now, because when you listen, we have to know, when Karmapa says this, actually, Karmapa is not against superstition. Karmapa is not believe superstition. I think he believes superstition. He is also he is not against superstition, but the one practice of the very authentic high practice of like a Chenrezik, or like we are Chenrezik, but similarities are, if turned to the normal way, then it's disconnected, disconnected, like a kind of sometimes pure gold. Then they put in order to make it more solid, put the other materials, and half is not gold, I'm not sure it's an example you understand or not, but Wenn wir das jetzt so hören, dann ist es wichtig zu verstehen, dass Karmapa nicht für oder gegen abergläubische Praxis ist. Er glaubt vielleicht sogar daran, aber hier geht es um eine authentische, höhere Form der Chenrezik-Praxis. Da geht es darum, dass wir so werden wie Chenrezik. Und wenn wir nur auf eine normale Weise handeln, dann verlieren wir die Verbindung. Das ist wie wenn Gold vermischt wird mit anderen Materialien. Dann ist es nur noch zur Hälfte Gold und der Rest ist eben keins mehr. Und es geht eben darum, dass dieses Reine noch weiter vorhanden ist und auch entwickelt wird. Étant différentes choses qu'on va lui ajouter. So, what we do practice doesn't go to the purity, it's like a mix with the materialistic, So what we want to achieve our mind pure quality. This is Buddhist point of view. Pure quality means and we want to be enlightened, we want to be bodhisattvas. So if you use the perception change, then this direction is not good,
In dem Falle geht unsere Praxis eben nicht in Richtung der Reinheit, sondern wird mit materialistischen Einstellungen vermischt. Aber wir wollen ja die Reinheit in unserem Geist erlangen. Wir wollen ja am Ende erleuchtet sein oder wie Bodhisattvas werden. Wenn unsere Wahrnehmung sich aber verändert, dann können wir diese Richtung nicht einhalten und werden dieses Ziel also auch nicht erlangen. Ce n'est pas la même direction que cette direction de la pureté des qualités de l'esprit. So now I give you one example. Through this, slowly we can get the points, because otherwise we don't know when you talk about this. So not everybody, but sometimes people, I think our practitioner people thinks, if I pray Tara will work for me, you know. Sometimes if you want to go to city, please Tara, give me one parking, you know. so you know, I mean, you have real like this. This is like a trend to the superstition, you know. It's not wrong. It's, I mean, more or less right. But this orientation of mind, and then it goes turned wrong way, you know. Not totally wrong, but not same, how you say, same destinating, you know. Je vais prendre un exemple. Das Beispiel, was Rinpoche jetzt nimmt, wird uns helfen, das besser zu verstehen, denn sonst versteht ihr vielleicht gar nicht, worüber er jetzt spricht. Manchmal fährt man, oder manche Leute tun das, sie fahren mit dem Auto in die Stadt und beten dann zu Tara, dass sie für sie arbeitet, wie zum Beispiel, bitte Tara, besorg mir einen Parkplatz. Und das meint er mit Aberglauben. Das ist nicht falsch, so zu denken. Es ist auf eine gewisse Weise richtig. Aber es ist die Ausrichtung unseres Geistes, die hier in eine falsche Richtung geht. Es ist nicht völlig falsch, aber es ist eben nicht dieselbe Richtung, die wir eigentlich einschlagen wollen. Es ist nicht dieselbe Richtung, dasselbe Ziel. Due to the blessing, due to your sometimes works also. so that through this slowly mind turn to the like how you say, not totally purity, just like a functioning, you know. So that's where Kamapa saying when you do Vajrayana practices, if you don't see the quality, your mind can. How you say, expectation, then it goes to kind of a direction of the superstition, you know. That's why I'm saying Kamapa's not, he agrees superstition, but certain way to practice should not turn this way. Manchmal funktioniert das vielleicht sogar mit dem Parkplatz durch den Segen, aber das Problem dabei ist, dass der Geist langsam in eine Richtung geht, die nicht völlig rein ist, sondern wo es nur um eine bestimmte Funktionsweise geht, dass die Dinge halt gut ablaufen. Und deswegen hat Kamapa gesagt, wenn ihr Vajrayana praktiziert und nicht die Qualitäten seht, dann geht die Ausrichtung eures Geistes in Richtung von Aberglauben. Und er ist nicht gegen Aberglauben, aber bei bestimmten Arten der Praxis sollte man den Geist nicht in diese Richtung gehen lassen. Du fait de ne pas voir la qualité de la pratique ou du résultat, eh bien, les attentes dans l'esprit font emprunter la direction de la superstition. Donc Karmapa, il n'est pas à nouveau, il est tout à fait d'accord avec les superstitions, mais c'est simplement que dans le cadre de notre pratique et du but que nous souhaitons actualiser, il ne faut pas laisser la pratique emprunter cette direction. So now how we do this, because we also expecting this also, you know, generally we expect something for relative beneficials, you know. So how we do practice, continue. Sometimes we rise these kind of ideas, not only parking, but different topic arise, but not focusing with this, you know, like not like Chenresig, Tara, not like messenger, you know.
just like we like kind of orientation of the kind of direction in a kind of how you say, protection of our mind into the enlightenment. Not try to let function of these kind of conditions. But we do prayer because prayer function actually, when you do prayer, there is two things. One is our wish, this wish will fulfill. Another, in order to fulfill wish, reduce the conditions which cannot be fulfilled. That's why mainly linked with the negative deeds. That's why with recitation of the protection and the kind of prosperation, these kind of wishes. Why we do this? Even the sadhanas, they have these topics. Due to this, very spontaneously, like then give the positive results. Warum tun wir das? Unser Geist erwartet ja immer auf relativer Ebene bestimmte Arten von Nutzen. Und wie können wir jetzt weitermachen? Wir machen einfach mit unserer Praxis weiter und natürlich tauchen manchmal solche Vorstellungen auf, nicht unbedingt nach Parkplätzen, aber nach ähnlichen Themen. Und wir sollten uns dann nicht weiter darauf ausrichten und verstehen, dass Chenresig, Tara oder Manjushri nicht so eine Art Botschafter sind, sondern dass es mehr darum geht, dass unser Geist sich in diese Richtung ausrichtet. Es ist also ein Schutz, dass unser Geist in Richtung der Erleuchtung gehen kann. Und wir sollten also nicht in diese Richtung gehen, wie zuvor beschrieben wurde, in eine Form der abergläubischen Praxis, sondern natürlich machen wir auch Wünsche. Es geht dabei dann darum, dass unsere Wünsche sich erfüllen natürlich und aber auch, damit unsere Wünsche sich erfüllen, versuchen wir die Bedingungen zu verringern, die dazu führen, dass die Wünsche nicht in Erfüllung gehen können. Und das sind eben hauptsächlich die negativen Handlungen. Und deswegen machen wir auch Wünsche für Reichtum, Schutz und Ähnliches. Sogar in bestimmten Sadhanas, also Meditationspraktiken, sind diese Themen inbegriffen. Das führt einfach dazu, wenn wir diese Wünsche machen, dass wir ganz spontan positive Resultate bekommen. Ces actes néfastes soient également dissipés. C'est le propos dans les différentes sadhanas ou les différentes pratiques que nous récitons. Et c'est ceci qui va spontanément ou naturellement donner de meilleurs résultats. Now, for this topic, if you elaborate the practices more delicate, like Chenresig, Tara, like this is less delicate, turn to the superstition. Doesn't harm back so much, So this we can talk another time because not linked with the Chenresig practice. But now when you come up and says this, I think quite important. And keep it in mind and then continue practice and then if your mind turn to the little bit different direction, like there is two, prayer and also messenger is different because we are a little bit mixture in many different tradition, cultures have a same system, so always we mix. So if we mix, then the procedure of the proper line it will be interrupted. If don't mixture, and both has benefit, Dieses Thema ist eher schwierig für komplexere Arten der Praxis. Bei Chenresig, Tara oder Manjushri führt eine eher abergläubische Praxis nicht so sehr zu größerem Schaden. Aber über diese anderen Dinge können wir ein andermal sprechen, denn hier praktizieren wir ja Chenresig. Auf jeden Fall, das, was Karmapa gesagt hat, sollten wir im Geist behalten und sollten eben darauf achten, dass unser Geist bei unserer Praxis nicht in eine andere Richtung geht. Denn einfach nur Gebete zu machen oder die Meditationsgottheiten
als Botschafter zu sehen, ist etwas sehr Verschiedenes. Und das Problem ist, dass verschiedene Kulturen oder Traditionen vermischt werden. Und die rechte Art und Weise, diesen Prozess einer Praxis auszuführen, wird dadurch gestört. Wenn wir diese beiden verschiedenen Herangehensweisen nicht miteinander mischen, haben beide ihre Art von Nutzen. Aber das Problem ist, dass wir eben diese Dinge vermischen und unsere Praxis dadurch eingefärbt wird. La pratique, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Alors, il y a vraiment un bienfait qui peut en découler. So also we have to know Buddhism practice. I think all Buddhists, especially Tibet Buddhist practice, is not against the superstition. We also apply a lot of superstition, you know. So we have to know this. But then what come up as very important, if you don't know how to make it different, then the blocking your continual path. So that's reason don't the danger to Vajrayana practice can turn to the concept of the superstition, you know. Au niveau de la pratique. Besonders im tibetischen Buddhismus, aber allgemein im Buddhismus, gibt es sehr viele dieser Arten von abergläubischer Praxis. Wir sind nicht dagegen, sondern es geht nur darum, dass wir das verstehen. Wenn wir, Karmapa sagt eben auch, wenn wir nicht wissen, wie wir den Unterschied machen, dann blockieren wir unseren weiteren Weg. Und die Gefahr ist eben, dass unsere Vajrayana-Praxis in Richtung der Konzepte von abergläubischer Praxis verdreht oder verwandelt wird. Finalement superstitieuse et ce qui ne va pas nous conduire jusqu'à l'éveil. You know, like for example, we do Sang Puja, you know, it's a little bit superstition also. We believe something there. It's not wrong, it's right, true, but you know, like this, that's beneficial because change all the elements, all the, you know, things there, good, come back the good result. So it's the same as worldly, like economic, health, you know, education, similarity, superstitions, you know. But what Karmapa is saying is not saying we should avoid this, but our practice not turn to the superstition. Why? Because if you turn to this, then realization of your own nature will not happening. It's remain with the relative conditions, you know. Wenn wir zum Beispiel die Sang Puja machen, das ist das Rauchopfer, dann ist das schon ein bisschen abergläubische Praxis. Und wir glauben ja an bestimmte Dinge, wenn wir diese Praxis ausführen. Das ist nicht verkehrt, das ist sogar richtig. Aber, und es ist auch ein bestimmter Nutzen da, denn man verändert die Elemente und dadurch entsteht wiederum ein gutes Resultat. Das ist so, wenn wir auf weltlicher Ebene etwas tun, wie zum Beispiel Erziehung oder Gesundheitsprogramme oder ähnliches. Also das ist schon etwas, was in Richtung von abergläubischer Praxis geht. Und Karmapa hat auch nicht gesagt, dass wir das vermeiden sollten. Aber wir sollten darauf achten, dass unsere eigene Praxis nicht in diese Richtung geht. Denn was geschieht? Das geschieht dann, dass wir selbst unsere eigene Natur nicht verwirklichen können, dass dieser Punkt nie geschieht und dass wir immer auf dieser relativen Ebene bleiben. De ne pas laisser sa propre pratique personnelle prendre une tournure qui serait uniquement teintée de superstition, parce qu'alors il n'y a pas de réalisation, cela ne permet pas l'actualisation de notre propre nature, ça ne peut pas se passer. Et nous demeurons alors simplement à un niveau de conditions relatives. So now come back to our Chenrezik practice. I try to talk two different two different level or two different steps, you know. What we talk about today is easy for everybody, you know. It's not artificial, nothing, very pure, easy for everybody, you know, easy to do, so easy to do, you know. But then there is a certain can go more, another step. Yesterday I talked about all the conditions. This gives also another step, you know. So the reason why we make two, because many people cannot do immediately, you know, like
what necessary, what we talked about like yesterday. But then we cannot do, or how I should deal question comes. We don't need to worry. We can do a very simple way. Through this, then depend of individual, Some can go another step. Some can remain this, and is always there is quite a safe, positive result, Orientation, we talk about how to die proper way and how to reach Dewa Chen, there is a option. This according with your wish and the application of the practice, link with this result will come, Pour revenir à la pratique de Chenrezi, donc. Wir kommen jetzt wieder zur Chenrezik-Praxis zurück. Wir haben versucht, die beiden Ebenen zu erklären, die verschiedenen Schritte. Heute war es eine einfache Erklärung für alle, da war nichts Künstliches dabei. Das heißt, es ging darum, dass wir nicht künstlich unsere Praxis machen, dass wir reinbleiben und das, was erklärt wurde, ist für alle einfach. Nun gibt es einige, die weitergehen können und die den nächsten Schritt gehen können. Über diese Bedingungen haben wir gestern gesprochen, was dieser zweite Schritt ist. Viele können das nicht gleich ausführen, was notwendig ist, und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr könnt einfach mit einer einfachen Praxis weitermachen. Es hängt immer vom Individuum ab. Einige können weitergehen, einige können auf dem Niveau bleiben, wo sie gerade sind. Aber am Ende ist es für alle sicher und alle werden ein positives Resultat bekommen. Unsere Ausrichtung sollte immer sein, wie wir entweder eine gute Art zu sterben entwickeln können oder wie wir nach Dewa Chen gelangen können. Es gibt diese Möglichkeiten und es entspricht unserem Wunsch, was wir anvisieren und dafür können wir dann die Praxis einsetzen. Und damit verbunden werden wir auf jeden Fall Resultate bekommen. Dans la façon de faire, dans la façon de comprendre, et ce qui va aussi influencer notre application de la pratique. So now here, quite important is maintenance, practice. That's I think many people try to do this. Also, like start with the Chenrezik practice, then you stop the after mantra. You stop the after mantra. Then during the day life, continue sense of the Chenrezik practice. So in order to keep the sense of Chenrezik practice, I think then there is a terminology we use in Gyewa, Megewa, the cause of the Gyewa, there is a positive, Megewa cause in Dikpa, suffering. These things you have to understand, understanding, how we understand it, way of living beings, way of living yourself, how conditions where you are. We are not only same procedure, everybody has one life. So during the life, according with your function, first step, try to see, precisely, refer with the teachings, try to understanding, not like very kind of saying like possessive with this, but just occasionally try to understanding meaning of the Dhamma, compare with your life, Wichtig ist es, dass wir unsere Praxis aufrechterhalten. Das versuchen ja auch viele von euch. Und die Art zu praktizieren war ja, dass wir morgens mit der Chenrezik-Praxis beginnen und nach der Mantra-Phase die Praxis den Tag über ruhen lassen, beziehungsweise tagsüber versuchen, uns die Bedeutung der Praxis auf Chenrezik ins Gedächtnis zu rufen. Und dann dafür ist es auch wichtig, dass wir bestimmte Punkte verstehen, zum Beispiel positives Gewa zu entwickeln, negatives Mi-Gewa aufzugeben und auch zu sehen, dass die Ursache von Gewa und Mi-Gewa entweder positiv oder eben Leid ist, Dikpa.
auf Tibetisch. Diesen Punkt sollten wir unbedingt verstehen und dann hat jeder sein eigenes Leben. Wir haben unser Leben, alle fühlenden Wesen haben ihr Leben und entsprechend unseres eigenen Lebens, unserer eigenen Funktionsweise versuchen wir die Belehrung zu verstehen. Das muss man nicht als fortlaufenden Prozess sehen, in dem Sinne, dass wir einfach ab und zu mal versuchen können, hinzuschauen, wie setzen wir denn die Bedeutung Belehrung in unserem eigenen Leben um. Darum geht es, dass wir das versuchen, ab und zu mal einzuflechten, dass wir eben tagsüber auch schauen, wie wir da die Belehrung umsetzen. De regarder ce que nous faisons, d'être plus lucide quant à ce qui se passe et de prendre soin en fait que finalement la direction de ce que nous accomplissons dans la vie soit plus en accord avec le Dharma ou alignée sur le Dharma. So it's not necessary to force like this, just very occasionally life condition. Like for example, if you are a little bit interested in plants, studying, plants, then if you walk, then everything you will see, this is this plant, this that flower like this. If you don't know, you have no interest in, don't think anything. If you walk, you don't see anything, just like green and some grass and like this, but you don't see anything. But if you are interesting, you are important, and then if you walk, then see more and more clear. These plants are due to the pollution, no more there, and these are coming now a little bit better. These concepts immediately comes. Nobody force you, nobody. So similarity during the day of life, we are all engaged with the family and work, and so when you go, then all the instructions, dhammas, you can see, this is that. Even you apply or cannot apply, you can see it. Then after, according with your condition, reduce all the negatives a little bit. You not idea I have to avoid all things like this. It makes it also difficult. So just occasionally, then it really works properly. Somebody says something, try to understanding according with all the teachings. So this makes it then you have whole picture of the life of the daily, and end of practice, then dedication, prayer, wishes, prayer, purification, you can include. So this makes a whole day is a quite a useful link with the practice, Es ist nicht notwendig, sich zu forcieren, aber wir können einfach gelegentlich in unseren Lebensbedingungen diese Dinge einbringen. Wenn wir zum Beispiel Pflanzen studieren, dann können wir, sobald wir spazieren gehen, alle Pflanzen erkennen. Wir sehen, da ist diese Pflanze, da ist jene Blume und so weiter. Wenn wir uns nicht für Pflanzen interessieren, dann denken wir auch nicht daran. Und wenn wir dann spazieren gehen, sehen wir nur, dass alles grün ist und irgendwo ein bisschen Gras wächst. Aber wir können die einzelnen Pflanzen nicht erkennen, weil wir sie eben gar nicht studiert haben. Interessieren wir uns dafür oder sind sie wichtig für uns, dann können wir das alles wesentlich klarer sehen, während wir spazieren gehen. Dann sehen wir zum Beispiel, diese Pflanze ist nicht mehr da aufgrund der Umweltverschmutzung oder jener Pflanze geht es schon wieder besser und so weiter. Das geschieht alles ganz von selbst. Wir brauchen uns da überhaupt nicht anzutreiben. Und so ist es auch mit unserer Praxis. Wir haben alle unser tägliches Leben, sind mit unseren Familien, unserer Arbeit und so weiter engagiert. Und während dieses Lebens können wir die Dharma-Anweisungen umsetzen. Und selbst wenn wir sie nicht umsetzen können, wir können dennoch versuchen, ein bisschen das Negative zu reduzieren. Wir sollten nicht die Idee haben, dass wir bestimmte Dinge vermeiden müssten, denn dann wird es schwierig. Sondern wenn wir einfach sagen, gelegentlich schaue ich hin, was das ist, dann funktioniert es. Und dann können wir versuchen zu verstehen, was in den Belehrungen gesagt wird und das zu verbinden mit dem, was wir in unserem Leben sehen oder was jemand gerade tut. Und so haben wir das gesamte Bild unseres täglichen Lebens mit in die Praxis genommen. Und am Ende des Tages machen wir Wünsche, Gebete, Widmungen und so weiter. Und dann ist unser ganzer gesamter Tag nützlich, um uns mit der Praxis zu verbinden. Et donc, dans notre vie quotidienne,
tout va emprunter une direction qui est beaucoup plus en accord avec le Dharma. Et donc, c'est alors que la dédicace, que les prières, que les souhaits, tout cela, en fait, va prendre sens, va être inclus dans notre quotidien. Et ceci, en fait, permet de relier l'ensemble de notre vie, de notre quotidien à la pratique. So this, then everybody listen teachings, little bit study teachings. Due to this, refer with this, and then slowly normal tendencies are changing. Normal, like instruction of the teaching we have in this, more or less we little bit link, remember, and then also we see like a tendency in samsara. We can perceive also how we are living this. Then helped by the teaching, tendency of the kind of procedure of the in samsara slowly change, Change. Wir hören ja alle den Dharma-Belehrungen zu, wir versuchen sie zu studieren, uns darauf zu beziehen. Und wenn wir das tun, werden sich unsere gewöhnlichen Tendenzen nach und nach verändern. Das heißt, wir bekommen die Dharma-Anweisung durch die Belehrung, wir verbinden uns damit, versuchen uns daran zu erinnern. Und wenn wir das tun, dann sehen wir auch, was unsere samsarischen Tendenzen sind. Dann sehen wir erkennen wir, wie in unserem Alltag diese Tendenzen vorhanden sind. Und so können wir also die Tendenzen, samsarisch zu leben, erkennen und dadurch können sie sich langsam verändern. Samsara. En reconnaissant cela, un changement peut progressivement s'opérer. So then this is a teaching like in the Kenjuk, like Pumpo, Soan, Dushin, Duji, Nambashiba, all these topics are very important because then you can really understanding, all this detailed topics express of the inner teaching, Et c'est justement des enseignements comme Und das sind eben die Belehrungen, wie zum Beispiel der Eintritt in das Verständnis eines Bodhisattvas. Da wird über die Skandhas gesprochen und diese Belehrungen, die helfen uns eben. Also die Skandhas werden erklärt und da wird die Form erklärt und die Empfindung, das Bewusstsein und so weiter und so fort. Und so können wir wirklich diese Details der Belehrung verstehen. Receive things kind of match, Then you understanding what does it mean in samsara, how we are caught in the samsara. Und so wird das alles zusammenpassen. Wir sehen das Detail dieser Belehrung in unserem Leben und so verstehen wir auch, wie wir selbst eigentlich völlig in Samsara gefangen sind. Percevons avec notre façon d'envisager les choses, nous comprenons ce qui est en train de se passer. Et alors nous comprenons comment nous sommes pris par le samsara. So all this, the way to change is very naturally has to change. So then next day when you start practice of Chenrezik, what we saw today, then next day you can make wish, we see this, I know this, not, like it. So then slowly, due to this very kind of gradually, then your mind focusing into the deep concepts are like a little bit like change, Die Art und Weise, wie wir uns verändern, ist ein natürlicher Wechsel oder Wandel, der geschieht. Und wir können zum Beispiel bestimmte Dinge erkennen und am nächsten Tag können wir sie mit in unsere Chenrezik-Praxis nehmen. Und da können wir Wünsche machen, sagen, ja, ich habe dieses oder jenes gesehen oder erkannt. Und so kann man dann schrittweise den eigenen Geist auf tiefgründige Weise verändern. Also die Konzepte des eigenen Geistes werden sich dadurch verändern. Dadurch, dass wir uns eben bewusst werden und ausrichten. Un changement en profondeur qui pourra prendre place. So usually when try to change, it's quite difficult, You have to, but if you see something, then you see something through the teaching, through your own vision, and then it's necessary I want to go over this,
Then if you make wishes, and the wish of the what you want to change, continue, then slowly you change, without forcing your nature changes, your interest changes. Wenn wir versuchen, uns zu verändern, dann ist es meistens schwierig. Aber wenn wir etwas erkennen, dann sehen wir das selbst. Wir haben etwas aus den Belehrungen selbst erkannt und dann wollen wir ganz natürlicherweise das überwinden. Es erscheint uns notwendig. Und dann können wir entsprechend Wünsche machen. Und wenn wir damit weitermachen, dann wird sich nach und nach ein Wandel einstellen. Und wir haben uns dann nicht gezwungen, sondern ganz natürlich haben wir ein anderes Interesse und unsere Natur wird sich dadurch verändern. Qu'un changement en fait s'opère dessus, que nous puissions en fait changer. Et c'est comme ça que progressivement et sans rien forcer, notre intérêt va changer. So today I will leave here, and I think you will do the Samatha Bhattara, and then do a little meditate. I will do dedicate, then I will see you tomorrow morning. Wir wollen jetzt für heute aufhören. Wir werden alle zusammen noch meditieren und das Samatha Bhattara Gebet sprechen und wir sehen uns dann morgen wieder. Sonam de damje zepa nye tone nye be dana panje jega na je bala drupa ye sepe zole do wara jo jamba bawa jedra jamba kundo zambo deyan dejen de da kunje jeso dalo yawan de da damje rado ngo sanje kuso nye be jel Chunye menjuro dembe chala da kende meche dembe chala chida ngowa melandu parasho.